Hallo Leute, beim heutigen Video muss ich ein bisschen improvisieren. Warum muss ich improvisieren? Ich habe letzte Woche abends ein Video gemacht, in dem ich zwei Messer genommen habe und miteinander verglichen habe, den gleichen Stahl und so weiter, und habe diverse Tests gemacht. Habe bestimmt 2 Stunden lang gebraucht, bis das Video fertig war, weil ich halt immer wieder die Kamera umsetzen musste, dann wieder unter das Mikroskop und so weiter. Was ist dann passiert? Nach etwa der Hälfte der Videos hat sich mein Lavalier-Mikrofon verabschiedet. Momentan ist das Mikrofon der Kamera. Ich habe eine neue Kamera, die wird mit Sicherheit deutlich besser sein wie meine alte. Die alte ist immerhin schon 15 Jahre oder so alt, hat gute Videos gemacht, da kann man überhaupt nichts sagen. Aber das Fokussieren zum Beispiel, das ist so eine Sache, das kann die Kamera hier gut. Und die andere konnte das einfach nicht gut. Deswegen habe ich mich entschlossen, mir ein neues Equipment zu holen. Weil wenn ich euch was liefere, wenn das schon unprofessionelle Videos sind, dann sollen wenigstens die Bilder scharf sein. Also ich werde das ein bisschen zusammenstückeln. Ich werde mal schauen, vielleicht, dass ich das, die zweite Hälfte des Videos ist ganz einfach ohne Ton, ihr werdet das sehen. Und dann habe ich gerade vorher noch ein kleines Video gedreht über 2 Räder mit Garantiefall. Das wollte ich euch auch noch ganz kurz einblenden. Aber schön eins nach dem anderen. Und dann schauen wir mal. Ist halt ein bisschen zerstückelt diesmal, aber es dürfte trotzdem interessant werden, weil ich habe ein 1200er Rad im Test. Alles klar, bis dann. Jetzt geht es dann gleich weiter mit dem anderen Video. Ich habe jetzt schon jede Menge von den CBN-Rädern verkauft. Und es ist ja völlig normal, beziehungsweise ich habe mich schon gewundert, dass ich überhaupt kein Feedback bekommen habe bezüglich Garantie und so weiter. Dann war vor kurzem ein Fall, der hat einen riesen Hype in Facebook gemacht, ohne mich überhaupt zu kontaktieren. Nachdem ich ihn aufgefordert hatte, mich mal kurz zu kontaktieren, habe ich ihm innerhalb von 1 Minute sein Geld zurückgesendet, weil es war einfach ein berechtigter Garantiefall. Da hat sich die Beschichtung vom Rad abgelöst. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich hätte dem kein Rad mehr verkauft, weil ich finde es also ein Unding, wenn man mir nicht die Chance gibt, das zu klären, wo beanstandet wird. Ja? So. Das haben 2 Leute gemacht und da habe ich auch wieder was eigentlich ein bisschen lustig ist. Ich werde hier keine Namen oder sonst was nennen. Also einmal, da geht es hier um ein 1000er Rad, eine völlig berechtigte Reklamation. Hier hat sich die Beschichtung abgelöst, sieht man das? Und hier, warte, wo ist das denn? Ja, hier, über meinem Finger, ich muss mal gucken, dass ich das mal ein bisschen scharf stelle. Sieht man das? Da bilden sich solche Bläschen auf dem Rad. Warte mal. So, solche Bläschen, ja, jetzt müsste man das eigentlich ganz gut sehen. Und diese Bläschen, das ist die Beschichtung, die löst sich ab und da kann man auch nichts dagegen machen. Da ist wahrscheinlich beim Beschichten oder so ein bisschen Fett drunter gewesen. Sowas passiert. Hey Leute, bei, ich sage mal, gefühlten 400 Rädern, 2 defekt, da kann ich echt mit leben, ja, zumal ich die ja von meinem Hersteller ersetzt bekomme. So, jetzt kommen wir zu was anderem. Da habe ich auch einen Garantieantrag gekriegt. Und fairerweise, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich mit jemand rumstreite, ersetze ich das Ding. Im Zeitalter von Social Media kannst du dir das überhaupt nicht leisten. Aber ich will es trotzdem zeigen. Hier geht es darum, was war gewesen? Da war, laut dem Kunden, hat es beim Schleifen immer ein Geräusch gemacht. Klack, 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 klack. Und hat ihm laut seiner Aussage Riefen in die Messerschneide geschlagen. Naja, bei einem 1000er Rad relativ schwierig, aber sei es drum. Was ich vermute, ist dass da aus der Beschichtung ein Körnchen noch über der Beschichtung war und das hat festgeklebt und das hat jetzt jedes Mal einen Ton gemacht, wenn das Rad wieder dahin kam. Das passiert vor allen Dingen beim 80er und 160er Rad, dass sowas passieren kann, dass sich ein Körnchen verirrt und auf der Beschichtung nochmal oben drauf liegt. Das wird dann mit fest galvanisiert. Ich gehe dann her
und nehme einen Lüsterklemmenschraubenzieher und setze den ganz flach an und klopfe gerade so hinten mit dem Finger ein bisschen dagegen und dann platzt das in der Regel weg und ich habe ein völlig normales Schleifgeräusch. Oder ich lasse es einfach sein und schleife weiter. Nach dem dritten, vierten Messer hörst du davon nichts mehr, weil dann hat sich das abgeschliffen. Was hat der Kunde gemacht? Der hat, ich sehe ihn jetzt gar nicht und ich will ihn auch gar nicht in die Hand nehmen, der hat den Steinparierer von Tormek genommen mit der groben Seite und hat gemeint, er kann das mal bearbeiten und wegschleifen. Und dadurch ist dann wirklich auch das hier entstanden. Das sieht man auch. Der hat dann das Korn erwischt und hat hier eine richtige Riefe in das Rad reingezogen. Sei es drum, sowas ist keine Garantie, Leute. Also irgendwo hört es auf. Dass ich es trotzdem ersetzt habe, ist einfach dem geschuldet, dass der Kunde ein guter Kunde ist. Der hat schon gut eingekauft bei mir und alles. Und ich habe gedacht, komm, scheiß drauf, lass 5 gerade sein. So, okay, aber jetzt gehen wir lieber mal einen Schleifen. Ich baue hier mal ein bisschen um und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Alles klar, bis gleich. Im Hintergrund seht ihr gerade mein Chaosregal, wo ich alle Sachen drin habe, die ich noch nicht weiß, wo sie hin müssen. Daneben steht schon die Kamera fertig. Ich möchte heute Abend kurz was ausprobieren. Und zwar habe ich mir ein 1200 Grit CBN-Rad mal schicken lassen von meinem Hersteller. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob das nochmal eine Steigerung gibt zum Tausender. Zu dem Zweck werde ich einfach hergehen. Ich nehme 2 Messer aus dem gleichen Stahl. Ich nehme da meine Übungsmesser von Gießer, dann nehme ich einfach 2 Stück. Mache da eine Schneide dran mit dem 160er Rad. Da brauche ich euch nicht zugucken lassen, das wisst ihr schon genau, wie das geht. Aber dann, wenn ich mit dem 160er fertig bin, dann gehe ich damit unter das Mikroskop und ab da lasse ich euch dann teilhaben. Danach werde ich einmal über das 400er gehen, so wie ich normal schleife einfach. Einmal über das 400er in jede Richtung und danach einmal über das 1000er in jede Richtung mit beiden Messern. Die sollten dann auch ziemlich identisch aussehen unter dem Mikroskop. Und dann gehe ich mit dem einen der beiden Messer nochmal über das 1200er. Und da werde ich dann auch Vergleichsbilder einblenden. 1000er Rad, wie sieht die Schneide aus, 1200er Rad, wie sieht die Schneide aus. Und wie gesagt, ich gehe bei jedem nur einmal drüber. Wenn ich dann noch Bock habe, dann könnten wir vielleicht auch hergehen und dann am Schluss über das 1200er, nachdem ich die Bilder gemacht hatte, vielleicht noch ein paar Mal drüber ziehen, mal sehen, ob wir da noch eine gewisse, das Ganze Richtung ziemlich wenig Riefen kriegen. Schauen wir mal. Okay, dann baue ich jetzt mal um, rüber zum Gerät. Ihr seht schon, da hinten ist schon die Kamera aufgebaut. Hier, da, wo. Ja, ihr seht es auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns gleich an der Maschine. Bis gleich. So Leute, warte mal, noch ein bisschen Licht machen. So, bevor ich anfange, noch ganz kurz. Also ich habe mich entschieden für 2 Messer. Das ist einmal ein Gießer Primeline, ein Santoku und einmal ein Gießer Primeline, ein Kochmesser. Die werde ich beide auf 15 Grad schleifen. Zu dem Zweck habe ich erstmal mein 160er Rad drauf gemacht, nachdem ich die Abstandswelle vom Alex runter gemacht habe, die bei mir hier permanent drauf ist, weil wenn ich fertig bin mit Schleifen, kommen die Räder generell runter. Bitte auch nicht im Wasser stehen lassen, sondern runterbauen die Räder. Und bevor ihr sie wieder drauf macht, einfach einen Tropfen Öl auf die Welle. Übrigens der Abstandshalter vom Alex, Moment, der hat sich etwas verändert. Ich muss mal kurz darüber. Vielleicht habt ihr es auf meiner Webseite schon gesehen. So sieht der jetzt aus. Der ist jetzt schwarz und der hat schön mein Logo drauf. Das heißt, der kommt hier einfach drauf, wenn das Rad weg ist und gut ist. Aber obwohl die ein bisschen unterschiedlich sind, ja, Alexander ist ein bisschen kleiner, ein kleines bisschen kürzer. Ich habe das einfach noch ein bisschen optimiert. Trotzdem wird das für mich immer der Abstandshalter vom Alex bleiben, weil der hat mich auf die Idee gebracht und das habe ich auch umgesetzt. So, was mache ich? Ich habe die Höhe der Toolbar gemessen und eingestellt. Das Ganze habe ich gemacht mit der Software. Und zwar, also das ist die Werkstücklänge von Ende dieses Knopfes bis zur Spitze des Messers. So, jetzt habe ich die richtige Höhe eingestellt. Und ich schleife jetzt über mehrere Räder und ich will ja auch noch ein anderes Messer nehmen.
dass ich nicht jedes Mal das immer wieder messen muss und machen muss, habe ich ja, viele kennen das schon, entworfen bzw. geklaut vom Henk, einen Linienleser. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass das Ding auch gerade ist. Ich muss den mal kurz noch ein bisschen einstellen, Moment. So, sieht er recht gerade aus auf dem Stein, warte, so. Sieht er gerade aus? So sieht er gerade aus. Jetzt gehe ich her und stelle diesen Laser hier unten ans Messer. An die Messerkante, aber ganz gerade ist er nicht, das sehe ich gerade. Warte mal, da muss ich noch ein bisschen verstellen. Muss man von oben drauf gucken. So sieht es gut aus. So, jetzt habe ich hier meine Laserlinie. Wenn ich, sieht man das? Ja, das sieht man, ne? Warte mal. Zack, hier. So, da wo das Messer ist, habe ich jetzt meine Laserlinie. Wenn ich das Messer umdrehe, sollte das wieder an der Linie sein. Ja, das ist es. Und wenn ich jetzt das nächste Messer nehme oder den Stein wechsle, brauche ich gar nichts machen. Meine Linie wird an der gleichen Stelle sein und ich kann einfach weiterschleifen. Und wenn ich ein Messer habe, das vorne gebogen ist, hebe ich an und seht ihr, ich bin immer schön auf der Linie hier. Das sagt mir dann auch am Schluss, dass ich über die ganze Länge eine gleichmäßige Schneide bekomme. Ja, die nicht hier vorne aufgeht, weil ich jetzt anfange zu drehen oder sonst was. Weil schaut mal, wenn ich drehe, wie weit ich tatsächlich unter der Linie bin. Entsprechend flacher wird natürlich auch mein Winkel da vorne. Und das ist dann, was man bei vielen Leuten sieht, dass hier vorne einfach die Schneide aufgeht, weil sie hier auf dem Knopf drehen. Und nochmal, das kann ich hier jetzt eigentlich sehr schön zeigen. Wenn ich jetzt drehen würde, weil hier komme ich ja jetzt von der Linie weg. Wenn ich jetzt drehe, schaut mal, dann komme ich unter die Linie. Und zwar ziemlich. Ja? Und das ist nicht gut, das macht mir vorne meinen Winkel flacher. Okay, ich schleife jetzt das 160er kurz durch, da braucht ihr nicht zugucken, ich will euch da nicht langweilen. Sobald ich beim 400er Rad bin, komme ich wieder. Ich mache dann erst noch Bilder vom 160er und wenn ich zum 400er gehe, dann gehe ich einmal übers 400er und einmal übers 1000er und beim zweiten Messer dann auch noch einmal übers 1200er, um zu vergleichen, ob da Unterschiede sind. Also bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt das Kochmesser hier drin, weil mit dem habe ich ja gerade aufgehört. Ihr habt gesehen, die Bilder habe ich euch eingeblendet. Beide Messer jetzt praktisch auf 160 Grit geschliffen. Und jetzt habe ich gesagt, gehe ich einmal über das 400er und danach mit jedem Messer und einmal danach über das 1000er, auch mit jedem Messer. Und um zu zeigen, wie einfach das funktioniert, halt mal, ich muss natürlich erst mein 160er Rad noch runter machen. Was bin ich denn wieder für ein Blindi heute? Ja, ich habe schon eine Weile kein Video mehr gemacht. Das heißt, ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, wie es geht. So, das 160er Rad stellen wir mal weg und nehmen das 400er Rad. Hier, 400. Leute, ich glaube, darauf wurde bis jetzt ein-, zweimal geschliffen, mehr noch nicht. Ich habe einfach momentan keine Zeit zum Schleifen, aber ihr wisst genau, wie sehr mir das auf den Senkel geht. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt noch ein paar Videos machen, so Anwendungsvideos zu meinen Tools. Und wenn die durch sind, das heißt, man kann dann im Shop, ach übrigens, schaut, jetzt bin ich wieder genau an meiner Laserlinie. Ich habe das Rad gewechselt und trotzdem bin ich an meiner Linie. Woher kommt das? Ja, ganz klar. Meine Räder haben alle den gleichen Durchmesser, bis auf 0,1 mm. Der ist aber dann einfach der Körnung geschuldet. So, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt ziehen wir einmal in jede Richtung und gehen dann, na komm, und gehen dann wieder unter das Mikroskop. Und bitte überhaupt keinen Druck ausüben. Es ist völlig unnötig, Druck auszuüben. Das CBN-Rad schleift praktisch von ganz alleine.
Diese CBN-Räder werden völlig ohne Druck geschliffen. Einfach eure Finger auflegen, das reicht als Druck vollkommen. Denkt also bitte um, ihr seid nicht mehr an einem Tormekstein. Und jetzt so, hier bin ich wieder. Hier habe ich die zwei Messer. Ich habe jetzt ganz bewusst darauf verzichtet, über mein Rockhard Filzrad zu gehen, was ich normalerweise ja immer mache. Ich möchte aber gerne mal testen, wie das aussieht, wenn ich jetzt nur über das 1200er gegangen bin. Und Leute, ihr müsst schon selbst entscheiden, ob das glatt genug ist. Also ich finde das eine tolle Abtragsleistung. Man sieht wirklich deutlich nochmal eine Änderung und eine Steigerung nach dem 1200er. Wobei da am Anfang ein Körnchen drauf war, das habe ich ganz genau gehört. Ich weiß aber auch, dass sich dieses Körnchen von alleine wegarbeitet. Ich hatte dann Bedenken, dass vielleicht ein paar Kratzer im Messer sind, aber dem war nicht so. Weil das war nach dem dritten Mal drüber gehen, war dieses Geräusch weg. Und folglich, eigentlich gehe ich ja auch nur einmal über das 1200er drüber, genauso wie über das 1000er. Was ich machen möchte jetzt, nachdem ich einen Schluck Kaffee getrunken habe, Dankeschön.
was ich machen möchte, ich möchte einfach mal auf den Besttester gehen. Ich bin sicher, da ist jetzt noch ein Grad dran, das heißt, wir werden irgendwo zwischen 300, 400 bis 900 Bess haben. Und dann gehe ich hin und gehe an mein Hängeleder. Übrigens, das werde ich demnächst auch in meinem Shop anbieten, Hängeleder. Weil diese Känguruleder sind ja nicht zu bekommen. Und ich habe den Vorteil eines Hängeleders, habe ich jetzt echt kennengelernt, weil ich glaube, ihr werdet es nachher sehen, wenn ich die Messer drüber gezogen habe. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann. Die Schneide, hier, schaut mal, die ist wunderschön gleichmäßig bis vorne hin. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Sieht man das hier auch? Ja, hier einigermaßen. Schaut mal, die ist wirklich, wenn das doch ein bisschen besser fokussieren würde, ich kaufe mir jetzt wirklich eine neue Kamera. Okay, so, jetzt hat das. Also die sieht wirklich gut aus. So, was ich auch im Shop habe jetzt,